Hallo Karin, Hallo Markus. schön, dass du da bist, ne, heute hier zum Interview. Es geht um das spannende Thema Adoption, ne, und es geht um deine Geschichte und das, was damit in Verbindung ist. Erzähl doch mal, wie kommst du zu diesem Thema? Ja, also es spiegelt eigentlich meine Lebensgeschichte wider. Ich bin selber adoptiert, was ja naheliegend ist, wenn man sich damit beschäftigt, und bin über viele Umwege und Erkenntnisse und manchmal würde ich fast sagen Erleuchtungen dazu gekommen, dass mir klar wurde, wie viel Einfluss das alles tatsächlich auf mich hat, auch im Hier und Jetzt und heute noch. Und ja, so habe ich halt viele Dinge miteinander in Verbindung bringen können mit der Zeit. Und habe auch immer mehr festgestellt, dass ich dieses Erleben hatte von, ich sehe mich an manchen Stellen, wenn ich mit jemandem darüber rede, der sich damit auskennt, vielleicht auch aus eigener Erfahrung heraus, das erste Mal wirklich verstanden. Ja, also erstmal denkt man ja, ne, also ich habe ja auch öfter mal Klienten, die Adoptivkinder sind, und wenn ich mit denen rede, dann ist für die oft die Adoption so ein ganz, ganz weit weggeschobenes Thema. Ja, das war mal, aber sind meine Eltern, ich bin damit groß geworden, ne, und ich sehe die auch als Eltern, mit, ne, die mich quasi großgezogen haben. Das ist ja schon auch spannend, ne, so zu sehen, das ist ja, wo du sagst, da ist ja doch viel mehr auch noch dahinter. Genau. Und genau diese Sichtweise habe ich auch total lange gehabt. Also ganz lange war Adoption für mich überhaupt kein Thema, fast ganz im Gegenteil. Also ich habe ganz lange überhaupt nicht in meinem Umfeld darüber geredet. Es war so ein Thema, das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Als ich meinen Mann kennenlernte, hatte der es auch nur zufällig erfahren. Und auch nur, weil wir zufällig darüber sprachen, wie das mit den Blutgruppen so ist. Und er sagte, welche er hat. Und ich sagte, welche ich habe. Und wir sprachen darüber, was unsere Eltern für welche haben. Und er sagte dann, nee, das kann aber nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ja, doch schon, weil. Ja. So, das war der Anlass, wie ich meinem, also dann späteren Mann erklärt habe oder gesagt habe, dass ich adoptiert bin. Das war also so ein Thema, das ab einem bestimmten Alter für mich vollständig in den Hintergrund getreten ist. Und wo ich noch bis vor, ich sage jetzt mal vielleicht 10 Jahren oder so, gesagt hätte, naja gut, also dieser Start ins Leben war jetzt vielleicht nicht so ganz optimal, aber danach ging es ja. Also ne, ich hatte ja dann alles, was man so braucht, ich hatte ja eine Familie und ich hatte ja ein Dach über dem Kopf und ich hatte ja alles so. Und trotzdem ist es jetzt, wie ich verstehe oder verstanden habe inzwischen, wirkt es doch auf ganz vielen Ebenen immer noch. Ja, genau, ne, das wäre auch meine Frage gewesen, ne, weil wo wirkt das denn? Also Ja. wenn du so sagst, es wirkt auf verschiedenen Ebenen, wo wirkt denn sowas? Also es wirkt ganz viel auf dieser Ebene von Erleben. Wie erlebe ich mich? Wie erlebe ich meine Umwelt? Wie erlebe ich mich in meiner Umwelt? Und welche Wahrnehmungsfilter lege ich über die Dinge, die mir widerfahren oder die mir begegnen? Also Adoption, wenn wir erstmal davon ausgehen, wir reden von den Adoptionen, wo man als Baby von der Mutter getrennt wurde und dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit in einer anderen Familie landet, dann ist ja diese erste Erfahrung ist die von einer Trennung und von einem Verlust. Und die hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie vertrauensvoll ich im Sinne von Urvertrauen ins Leben starten kann. Ja. Und wenn Und man das nicht kann, dann... Genau, und wenn dieses Urvertrauen nicht in der Form entsteht, wie die Natur sich das eigentlich gedacht hat, nämlich indem man, also eine Lehrerin von mir hat immer gesagt, in einem erweiterten Uterus sozusagen als Baby dann seine ersten Monate verbringt, sondern aus diesem erweiterten Uterus sozusagen weggenommen wird von der Frau, die man ja 9 Monate vorher irgendwie erlebt hat und dann woanders hinkommt. Egal, wo das jetzt genau ist, ob das jetzt ein Heim ist oder selbst wenn sie noch so liebevoll ist, eine Pflege- oder dann später Adoptivfamilie, trotzdem ist da dieses Erleben. Dieser Verlust ist halt da. Und weil der so schmerzhaft ist, guckt man da oft ganz lange nicht hin. Ja, klar. Oder man lebt eben auch damit, ne? Man kompensiert es. Ja. Muss man ja auch, weil geht ja nicht anders. Wenn man das nicht geschafft hätte, wäre man ja auch heute nicht da. Und der einfachste Weg, etwas Schwieriges mit sich rumzutragen, ohne dass es einen belastet ist, so zu tun, als wäre es gar nicht schwierig. Oder zumindest einer der einfacheren Wege. Funktioniert ja auch manchmal bis zum Tod. Also, Ganz genau. Wunderbar.
Ja, aber dann taucht halt, wahrscheinlich so wie ich das so raushöre, manchmal im Leben gibt es dann eben Zeiten, ja, wo das dann quasi so zu tragen beginnt wahrscheinlich, wo es plötzlich deutlicher wird. Genau. Es gibt so bestimmte Ereignisse natürlich im Leben, wo einem plötzlich Dinge bewusst werden. Also eines der ersten oft einschneidenden Erlebnisse ist natürlich eigene Kinder. Also wenn man ein eigenes Kind bekommt, vielleicht ist das bei Frauen auch noch mehr so als bei Männern, das kann mich jetzt schlecht in die Männerposition reinversetzen, dann erlebt man ja das erste Mal als adoptierter Mensch, so war das für mich zumindest, aus der Nähe jemanden, mit dem man genetisch verwandt ist und wo man auch Ähnlichkeiten sieht. Okay. Ja, man klar. wächst ja auf in einem Umfeld, wo alle einem sagen, dass man dahin gehört, und das wird ja auch so gelebt. Und trotzdem hat man aber zu keiner Zeit die Möglichkeit, sich selbst gespiegelt im Außen zu sehen. Man sieht nicht so aus wie wer auch immer sonst in der Familie. Man hat nicht irgendwelche besonderen Eigenschaften oder Fähigkeiten oder Ticks oder sonst was, wo man sagen kann, ach guck mal, das hat der Opa auch immer so gemacht. Und die Tante Erna, die hat auch solche Ohren wie du. Das hat man alles nicht. Ja, das sind so Zugehörigkeitsrituale, ne, die Genau. die Erwachsenen so haben, typischerweise. Das hat was mit Zugehörigkeit zu tun und natürlich auch mit Identitätsentwicklung. Ja, klar. Und beides wird schwieriger in diesem Umfeld, weil ich entwickle ja mein Ich am Du und am Wir. Und dieses Du und Wir ist zwar da, aber es ist nicht in der Form mit mir verbunden, wie das in einer leiblichen Familie der Fall wäre, weil es diese genetische und äußere Ähnlichkeit und diese transgenerationale Verbindung, die normalerweise da ist, weil es die halt nicht gibt. Und wenn man dann selber quasi älter wird, ne, also ein Kind quasi bekommt, dann sieht man das plötzlich anders, sieht man den Unterschied, oder? Wahrscheinlich. Genau. Dann kam dann mein Sohn auf die Welt und alle haben gesagt, mein Gott, sieht er dir ähnlich? Das ist auch tatsächlich so. Und für mich war das damals noch nicht so bewusst, aber jetzt rückblickend ist mir klar geworden, dass das für mich eine unheimlich hohe Bedeutung hatte, dass es da jetzt einen Menschen gibt, mit dem ich direkt verwandt bin und mit dem ich eine äußere, oder er mit mir, eine äußere Ähnlichkeit hat. Das ist eine ganz andere Qualität von Verbindung gewesen, die über was entstanden ist, was ich vorher so noch gar nicht kannte. Also deswegen ist eigene Kinder oft so ein Erlebnis oder so ein Punkt in der eigenen Entwicklung, wo man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Vorher ist es oft so diese Phase der Pubertät, wo man sich auch ja viel mit sich selber beschäftigt und entwicklungspsychologisch das dran ist, dass man irgendwo sein eigenes Ich findet und sich klar wird, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich eigentlich hin. Und dann orientiert man sich auch ein bisschen weg aus der eigenen Familie, mehr so im eigenen Peer-Umfeld und so. Und dafür sucht man ja auch seine eigene Position und die hinterfragt man dann zumindest vielleicht nochmal neu. Bei mir war es auch so, dass ich in dem Alter mich eigentlich das erste Mal ernsthaft mit der Frage beschäftigt habe, wer eigentlich meine leiblichen Eltern sein könnten. Damals gab es da wenig Möglichkeiten, irgendwas rauszufinden, vor Google und überhaupt. Und die meiste Zeit wusste ich auch Namen noch gar nicht, das kam alles erst später. Trotzdem habe ich mich da, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt. Okay. Was meinst du denn, was es bringt, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt? Was könnte denn da so, was ist denn so das, wo du sagst, ja, das lohnt sich, das zu tun? Es bringt ganz viel innere Klarheit. Also mein eigenes Erleben, und das höre ich auch von anderen, es füllt so eine Lücke, weil man wächst mit einer Lücke auf. Die ist sehr diffus, das ist das ist wie so ein Loch in der Historie sozusagen. Die kann man nicht richtig benennen, aber die ist da. Also es gibt da irgendwas, wo man man hat so ein unterschwelliges Gefühl von, da ist noch was. Aber ich weiß es halt nicht. Also ich liebe dieses Bild, das verschiedene Autoren genutzt haben, die gesagt haben, adoptiert werden oder adoptiert sein ist so, als würde man auf eine Bühne kommen zu einem Zeitpunkt, wo das Theater schon angefangen hat, wo der Vorhang schon auf ist. Bild, ja. Und man muss jetzt da eine Rolle, die für einen ja irgendwie da ist, muss man jetzt ausfüllen. Deswegen ist das systemisch natürlich auch super spannend. Es hat einem aber eigentlich niemand erklärt, wie diese Rolle aussehen soll. Trotzdem muss man sich reinfinden und vor allem
in den meisten Fällen will auch niemand wissen oder fragt danach, dass man ja vorher schon woanders gewesen ist. Also dass es schon eine Zeit davor gibt. In der Zeit, wo die anderen schon ihr Theaterstück gespielt haben, war man ja selber in einem ganz anderen Theaterstück unterwegs. Klar. Das spielt aber da keine Rolle mehr. Und dieses andere Theaterstück und alles, was dazugehört, das trägt man aber in sich. Und sich damit nicht auseinanderzusetzen, ist natürlich möglich, machen ja auch viele. Und trotzdem wirkt es dann halt. Genau. Und das heißt, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann lernt man auch sozusagen vielleicht andere, also Teile von sich kennen, die man halt immer schön auf die Seite geschoben hat. Aber gleichzeitig kann es ein Heilungsprozess sein, oder? Genau. Und da ist es dann natürlich wie bei allen anderen Prozessen, in die man so einsteigt. Erstmal ist der häufig von auch schmerzhaften Erkenntnissen geprägt. Klar. Seltenst ist es ja so, dass man irgendwas über sich versteht und lernt und das ist so easy going, ach so, alles klar, dann nehme ich das jetzt mal so, das kennen wir ja alle. Da das natürlich hier teilweise sehr existenzielle Fragestellungen sind, können natürlich auch da kann das Erleben mit diesem Prozess auch sehr intensiv sein. Dafür ist aber auch das, was man gewinnt, aus meiner Sicht, es wert. Ja, genau. Weil ganz viele Muster eine Rolle spielen, die sehr früh geprägt worden sind. Das ist ja bei allen frühen Prägungen so, dass die dann später sich stark auswirken. Und natürlich, wenn ich so eine Adoptionsgeschichte habe, hatte ich mehr Impact sozusagen, der frühe Prägung gemacht hat. Ne? Also ich bin ja, im Grunde genommen habe ich jetzt auch eine Geschichte wie jeder andere Mensch auch, nur zusätzlich habe ich halt dieses Thema auch noch. Genau. Und diese ganzen Muster, die man dann hat, diese Themen, die da aufkommen, Scham und Schuld und Wut und Dinge, die ich vielleicht gar nicht zuordnen kann und die mir in meinem Leben immer wieder begegnen, Themen mit Beziehungen zum Beispiel. Ganz viele Adoptierte haben ein Riesenthema mit Beziehungen. Die lassen sich gut erstens verstehen, wenn ich mich vor diesem Hintergrund damit beschäftige, und oft ist das ja schon ein totaler Aha-Effekt, wenn ich plötzlich verstehe, wieso meine Geschichte dazu geführt haben kann, dass ich heute so bin, wie ich bin. Da muss ich noch gar nicht anfangen, damit zu arbeiten, wenn ich es nur verstanden habe und das Gefühl kriege, das ist normal. Also eigentlich, all die Muster, die ich habe, sind total erklärlich, wenn ich die damit in Verbindung bringen kann. Ja klar, wenn du die Geschichte quasi so eruierst und nachverfolgst. Okay. Ja, das hört sich sehr hilfreich an, das zu tun. Natürlich, wie du schon sagst, auch oft Angst besetzt, da hinzuschauen, weil man geht ja ein Thema an, das man ja immer schön weggeschoben hat. Ja? Genau. Aber du sagst, es lohnt sich. Ja, und es lohnt sich auch deswegen, weil man, glaube ich, auch, man nimmt sein eigenes Leben insofern in die Hand, als dass man sich von dem gesellschaftlichen Narrativ löst, das es um Adoption halt immer noch gibt. Und am Anfang, die englische Literatur spricht davon, dass man out of the fog kommt, also dass man dass man aus dem Nebel heraustritt. Und dieses gesellschaftliche Narrativ, das steht eigentlich für mich für diesen Nebel, dafür, dass alle immer so tun, als wäre Adoption nur schön und nur eine Win-Win-Situation. Ja, ist es in Aspekten sicherlich auch. Es ist bestimmt gut, dass es das gibt, wenn es denn so gehandhabt würde in allen Fällen, wie es gedacht ist. Das ist das eine. Und wenn es so ist, dass klar bleibt, dass bei allem Schönen, was vielleicht dann an Erleben entsteht in der Adoptivfamilie, wenn dann da das Kind hinkommt, das man sich schon so lange gewünscht hat, und wenn das Kind dann jetzt doch eine Familie hat, die es vielleicht aus welchen Gründen auch immer vorher so nicht haben konnte, dass es aber trotzdem mit einem Verlust einhergeht. Genau. Und dass dieser Verlust und die Trauer, die da dran hängt, auch einen Raum haben muss. Um wieder ganz zu werden. Ja, im optimalen Fall, um überhaupt erstmal gar nicht so viel kaputt zu machen. Also schön wäre es ja, wenn die Adoptivfamilien dann so weit sind, da kommen sie vielleicht auch heute zunehmend hin, weil es mehr Aufklärung gibt, dass denen das klar ist, dass sie das mit dem Kind auch angehen, dass die vielleicht mal so ein bisschen Arbeit in Bezug auf Familiengeschichte machen, dass die dem Kind Informationen geben, dass die anerkennen, dass es ja was verloren hat mit dem Schritt in diese Familie, dass in der Adoptivfamilie nicht so ein Alleinstellungsanspruch da ist, von wegen wir sind jetzt deine Eltern und alles andere
vergiss mal besser. Gibt's All bestimmt solche auch. Sachen gibt es ja ganz viel. Und diese ganze Arbeit zu tun für sich selber lohnt sich deswegen, weil man sich aus diesem ganzen System, weil man dann da ein bisschen raustreten kann und für sich selbst entscheiden kann, wie will ich das für mich sehen? Wie will ich für mich selber dastehen in Bezug auf all das? Es gibt kein richtig oder falsch. Ich muss mit meiner leiblichen Familie im Kontakt sein, ich muss meine Adoptivfamilie gut oder schlecht oder wie auch immer finden. Gibt es alles nicht. Das ist alles sehr individuell. Nur den Schritt zu machen, dahin zu kommen, dass man sich überhaupt, im Coaching geht immer um Wahlmöglichkeiten, dass man überhaupt entscheiden kann. Dafür lohnt es sich. Und jetzt kommen wir mal zu dir. Ne? Und dein Angebot sozusagen ist, dass du die Menschen da unterstützt auf diesem Weg. Ja? Das heißt einfach auch mit den Wege suchst, das auf eine Art und Weise, die vielleicht, wo du das Wissen hast, auch sozusagen aufarbeitest. Oder was ist dein Angebot? Wie soll ich das verstehen? Genau, mein Angebot ist eine Begleitung auf diesem Weg, den ich ja selber schon bestimmt noch nicht ganz bis zu Ende, aber schon ein ganzes Stück gegangen bin. Und diese Begleitung, die basiert zum einen auf dieser eigenen Erfahrung, zum anderen darauf, dass ich, glaube ich, verstehen kann, was die Menschen sagen, weil ich das selber an vielen Stellen so oder ähnlich auch erlebt habe. Und das ist im Coaching ja immer so was, wo man merkt, wenn das Gegenüber in Resonanz gehen kann. Genau. Dann fühlt man sich auch ganz anders gesehen. Und weil ich sowohl aus der Ecke von Trauma und Entwicklungstrauma und Bindungstrauma eine ganz gute Ausbildung habe, als auch eine systemische Sicht mitbringe, glaube ich, sind das genau die beiden Aspekte, die da besonders relevant sind. Weil es geht darum, wie bin ich geprägt am Anfang meines Lebens und was ist da vielleicht passiert, was relevant ist auch für heute und hier noch und jetzt und dafür, wie ich heute so bin. Und es geht darum zu verstehen, oder es kann hilfreich sein zu verstehen, wie Systeme funktionieren und mit so einer Brille auf das Ganze mal drauf zu gucken. Ja, schön. Ich finde, das ist ein guter Punkt, ne, am Ende nochmal. Dankeschön, ne, für dieses wirklich spannende Thema. Also ich glaube, das ist noch viel größer, ne? Da kann man noch viel tiefer eintauchen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, so für Menschen, die jetzt quasi mal gucken, ich möchte das Thema angehen, wärst du auf jeden Fall bestimmt jetzt ein guter Ansprechpartner. Also ich bin nicht adoptiert, aber in dem Fall würde ich kommen. Ja, danke schön. Danke, Markus. Ja.